Hallo zusammen. In diesem Video soll es um die Sicherheit in und für unseren Camper gehen. Bei dem Thema Sicherheit haben wir uns überlegt, wie wir unsere Campersteuerung nicht auf eine einfache Alarmanlage reduzieren können, sondern wie wir das Sicherheitssystem so nutzen können, dass es uns auch im Alltag auf der Reise unterstützt. Wie ihr hier auf dem Bild schon seht, sind hier alle Sensoren, die wir verbaut haben, aktiviert. Das liegt daran, dass wir noch gar nicht verbunden sind, also das Auto praktisch uns noch gar nicht sagt, was der aktuelle Zustand ist. Aber zum Veranschaulichen ist es ganz praktisch. Also man sieht praktisch, die Türen sind überwacht, die Schiebetür, die Fenster, die Hecktür, auch die Heckfenster, die Zündung, der Motor, die Dachfenster. Im Fahrzeug haben wir einen Bewegungsmelder. Auch die Erschütterung am Fahrzeug wird detektiert. Also wir haben hier relativ viele Möglichkeiten, um festzustellen, was mit dem Fahrzeug gerade los ist. Wenn wir uns jetzt mal mit dem Fahrzeug verbinden, dann seht ihr schon, dass praktisch die Sensoren, die sind jetzt alle, die aktuellen Statis sind abgeholt und ihr seht schon, der Alarm ist aus. Und alle Türen sind verschlossen, Fenster sind zu, alles prima. Das heißt praktisch, wenn man sich vorbereitet für die Abreise, dann reicht im Prinzip ein Blick auf diesen Bildschirm, um festzustellen, ist die Trittstufe eingefahren, sind die Fenster alle zu, die Türen verschlossen und so weiter. Also das ist praktisch der eine Aspekt, den wir uns überlegt haben, dass wir bei einem Fahrzeug nicht nur wollen, dass der uns anpiept, sondern der soll eben auch uns unterstützen, indem wir einfach dann wissen, haben wir alle Fenster zugemacht und so weiter und können wir jetzt einfach sicher losfahren. Genau. Was auf dem Bildschirm hier noch gleich sichtbar ist, dass die Alarmanlage ist jetzt aus und es gibt hier zwei verschiedene Modis. Also man kann hier sagen, einmal soll nur der Fahrzeugkörper überwacht werden, also alle Türen und alle Fenster. Und dann gibt es noch einen zweiten Modi, den zeige ich nachher gleich. Da kann man praktisch sagen, das Fahrzeug soll komplett überwacht werden. Also da greifen dann auch der Bewegungssensor, da wird festgestellt, wenn der CAN-Bus aktiv wird, also wenn versucht wird zum Beispiel über den CAN-Bus einzubrechen oder das Fahrzeug hat ja auch eine Wasserwaage, da wird dann auch die Fahrzeuglage detektiert und wenn jemand das Fahrzeug bewegt, also anhebt, weil er, was weiß ich, euch die Reifen oder die schönen Felgen klauen will, dann führt es auch zu einem Alarm. Wenn man im Fahrzeug ist, braucht man das ja alles nicht. Das heißt praktisch, wenn man praktisch im Fahrzeug übernachtet, dann wird man in der Regel die Alarmanlage einschalten und wird den Modus auf die Außenhaut beschränken. Das heißt, nur wenn die Türen aufgehen oder irgendwelche anderen Ereignisse eintreffen, die den Fahrzeugkörper betreffen, nur dann wird ein Alarm ausgelöst. Was wir hier oben auch noch haben, ist so ein Panik-Button. Das heißt, man kann hier einfach draufdrücken und dann sieht man schon, wird der Alarm aktiviert. Die Vorderlichter, die symbolisieren hier in dem Fall, der Alarm ist aktiv. Und die Rücklichter, die symbolisieren, dass es wirklich ein lauter Alarm ist. Also man kann hier auch noch einen stummen Alarm aktivieren. Dann sind die Lichter, also die Signale sind hier an und das sehen wir nachher gleich, die rückwärtigen Lichter sind dann aus. Der Alarm geht natürlich nach einer Weile wieder aus, weil es einfach Vorschrift ist. Also in Deutschland sind es irgendwie 30 Sekunden, die so ein lauter Alarm dauern darf. Danach muss der automatisch wieder ausgehen und das macht die Alarmanlage natürlich auch gesetzeskonform. Gut,
Dann wollen wir mal so ein paar Aktionen ausführen, damit man mal sieht, dass hier auch so in real was passiert. Ja, hier sieht man, dass die seitliche Schiebetür aufgeht. Dann die Trittstufe wird ausgefahren. Dann schlägt auch der Bewegungsmelder an, wenn man ins Fahrzeug steigt. Und ja, die Schiebetür wird wieder geschlossen und die Trittstufe fährt automatisch wieder ein. Dann habe ich die Fahrertür aufgemacht und im Anschluss die Beifahrertür geöffnet. Sieht man hier ganz schön. Und dann geht die Beifahrertür wieder zu und auch dann die Fahrertür wieder zu. Dann habe ich das Seitenfenster geöffnet in der Schiebetür. Ja, das sieht man also wirklich schön, dass man einfach auch auf einen Blick sieht, ob alle Fenster zu sind. Also das ist wirklich praktisch, wenn man losfahren will und kann es einfach auf einen Blick erkennen. Ganz, ganz schön. Ja, dann geht das Seitenfenster wieder zu und die Schiebetür wieder auf und dann die Trittstufe wieder raus. Und wenn man die Schiebetür zumacht, dann ist es bei uns so, dass praktisch die Trittstufe auch automatisch wieder einfährt. Das habe ich auf der Homepage schon geschrieben, mal wie das funktioniert mit der Trittstufe. Das ist ganz praktisch. Dann habe ich hinten praktisch die Hecktür aufgemacht. Das sieht man praktisch hier gleich, dass die Hecktür aufgegangen ist. Und auch beim Zuschlagen von der Hecktür schlägt natürlich der Erschütterungssensor an. Und ja, man sieht praktisch, dass hier ja, auf einem Bild alle Türen und Fenster auf einen Blick sichtbar sind. Man muss also nicht groß gucken, wie ist der Stand der Dinge, sondern kann einfach einmal gucken und dann beruhigt losfahren, wenn man sieht, dass alle ja, Fenster und Türen verschlossen sind. Gut, dann wollen wir uns mal die Sache auch so ein bisschen in Aktion anschauen. Also die Alarmanlage mal aktivieren. Das wird über diesen Schalter hier oben gemacht. Also da kann man praktisch die Alarmanlage einschalten und dann ist die auch schon scharf. Was man jetzt auch sieht hier, habe ich gleich mal eingeblendet, ist im Fahrerhaus gibt es so eine rote LED, die kennt ihr vielleicht auch aus anderen Lösungen, die signalisiert durch ihr Blinken, dass eine Alarmanlage vorhanden ist und die auch scharf geschalten ist. Das heißt, ein potenzieller Einbrecher würde an der LED schon gleich sehen, oh, da wenn ich jetzt ja, einen Einbruchversuch starte, dann wird es wohl auch gleich laut werden. Genau, das LED daneben, das sollte in der Regel nie leuchten oder blinken und es signalisiert, wenn ein Sensor nicht funktioniert oder wenn irgendein Defekt festgestellt wird, weil die Steuerung natürlich auch prüft, ob alle Sensoren ordnungsgemäß funktionieren und wenn es da irgendwo ein Problem gibt, dann blinkt die rechte LED und man kann dann praktisch in der Software nachschauen, wo das Problem liegt. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen, sondern es geht ja um die Alarmanlage. Also werden wir jetzt einfach mal so ein bisschen Einbrecher spielen. Ja, man sieht jetzt, die Beifahrertür ist geöffnet worden und die hat natürlich dann auch gleich den Alarm ausgelöst. Es handelt sich jetzt hier auch nicht um einen stillen Alarm, sondern um einen lauten Alarm. Das heißt, die Warnblankanlage ist angegangen und man hört auch einen Alarmton. Die Zeit, wie lang dieser Alarm aktiv ist, die lässt sich frei konfigurieren. Und nach der Zeit geht der Alarm aus und dann kommt so eine Zwischenzeit, die kann man auch frei einstellen. Und dann geht der Alarm wieder in den Aktivmodus. Und hier sieht man schon, ist es jetzt ein stiller Alarm.
Das heißt, jetzt ertönt kein Signalton mehr, sondern nur noch die Warnblinkanlage ist an. Und somit ist man auch konform mit den gesetzlichen Bestimmungen, dass der Alarm eben nicht über eine bestimmte Zeit lang ja, laut sein darf, letztendlich. Genau, wenn die Tür wieder zugeht, dann geht auch der Alarm nach einer kurzen Zeit aus. So, nachdem wir uns jetzt praktisch die Funktionalität der Fahrzeughaut angeschaut haben, wollen wir vielleicht auch noch einen kurzen Blick auf ja, die Funktion werfen, wenn das Fahrzeug praktisch angehoben wird. Dazu müssen wir die Alarmanlage in den Modus Alles überwachen schalten. Und wenn wir das getan haben, dann wird praktisch das Auto vermessen, also die Wasserwaage wird auf die aktuelle Lage geeicht. Und wenn jetzt jemand kommt und das Fahrzeug anhebt, abschleppt oder auch, ja, seht ihr gleich, also wenn ich jetzt praktisch hier jetzt mal einen Abschleppwagen spiele und das Fahrzeug vorne anhebe, dann seht ihr schon, der Alarm geht los und er zeigt mir an, die Vorderräder sind angehoben worden. Das gleiche macht er natürlich auch, wenn ich sage, also ich sage mal, ich hebe jetzt das Fahrzeug auf der rechten Seite an, dann sieht man schon, der sagt mir also wirklich, was, wo, wie angehoben worden ist, also auch die Hinterräder, ja, also man kann hier wirklich genau sehen, welche Reifen den Boden verlassen haben. Genau, also das ist auch eine ganz nette Funktion für jemanden, der zum Beispiel recht teure Alufelgen hat. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Video bezüglich dem Sicherheitssystem in unserem Camper. Ich habe da auf meiner Homepage noch ein bisschen mehr geschrieben zu der Steuerung, also auch wie kann man benachrichtigt werden, weil die Steuerung kann natürlich auch SMS-Nachrichten schicken und so weiter. Also da ist auch eine große Vielfalt an Möglichkeiten gegeben. Und ja, wenn euch das interessiert, dann schaut doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei, habe ich unten im Video verlinkt. Und dann könnt ihr euch noch ein bisschen mehr Informationen holen, ja, was mit dieser Selbstfahrsteuerung alles geht. Und ja, ich denke, das meiste habt ihr wahrscheinlich noch bei keiner anderen Steuerung gesehen. Alles klar.